Der Gebärstreik. Warum Frauen in Österreich keine Kinder mehr kriegen wollen. Was wäre das für eine Welt? Echte Chancengleichheit, weil Kinder aus sogenannten Problemfamilien, gewalttätigen, auch bildungsfernen Familien, mit Kindern aus gefestigten, der Bildung zugewandten Familien gemeinsam liebevolle und sinnvolle Inputs bekommen. Und zwar von gut geschulten Kindergartenpädagogen oder Lehrerinnen. Kindergarten für die Kleinsten, Wohlfühl-Ganztagsschule für die Kids. Doch davon sind wir in Österreich weit entfernt. Guten Abend bei Kreuz und Quer. Diesen Mangel spüren nicht nur Kinder. Auch viele Mütter sind in ihrer Entwicklung gehemmt. Prinzipiell kann jede Mutter mit Ende des Mutterschutzes, in der Regel 8 Wochen nach der Geburt, wieder in den Beruf zurückkehren. Der Arbeitgeber muss die erforderliche Zeit zum Stillen des Kindes freigeben. Die Mutter freilich für die nötige Logistik sorgen. Wie auch immer. Die Möglichkeit wird kaum in Anspruch genommen. Und auch noch Jahre später bleiben viele Mütter ihrem Beruf fern. Mit höchst unangenehmen Folgen für sie selbst und für die Gesellschaft. Doch was in anderen europäischen Ländern längst eine Selbstverständlichkeit ist, wird hierzulande oft noch immer als Sakrileg betrachtet. Das Kind gehört rund um die Uhr zur Mutter. Punkt. Begleitung und Förderung durch ausgebildete Erziehungsexpertinnen und Experten scheint man den Kindern vorenthalten zu wollen. Die Folgen sind klar. In Österreich trauen sich immer weniger Frauen mit beruflichen Zielen zu, Kinder zu bekommen. Bewusst oder unbewusst treten sie in einen Gebärstreik. Das zeigt auch die folgende Dokumentation von Florian Kröppel und Kurt Langbein. Stefan Madelbauer auf dem Weg zur Arbeit. Der Arbeitsplatz des Lehrers ist die Volksschule Brandstadt in der Gemeinde Stanz im Mürztal. Seit mehr als 100 Jahren wird hier Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Früher war es so, dass es doch eine irrsinnig große Anzahl von Kindern noch gegeben hat, die rundherum von den Bauernhöfen einfach gekommen sind und da in die Schule gegangen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Heute haben wir 16 Kinder und vor 50, 60 Jahren waren es noch 60 Kinder, die da wirklich in die Schule gegangen sind. Es gibt Jahr für Jahr weniger Kinder hier in den Tälern des Mürztales. Morgen, Kinder. Morgen. Wer von euch kann mir denn eine Malreihe aufsagen? 1976 wurden in der Brandstadt noch 35 Kinder unterrichtet. Dieses Gebirge hier nennt man die Fischbacher Alpen. Vor 10 Jahren waren es noch 20. Aus dieser Richtung. Jetzt besuchen gerade einmal 16 Kinder die einklassige Volksschule. Nächstes Schuljahr wären es nur noch 14. Das ist zu wenig. Wenn man mit den Menschen spricht, die in diesem Ort da wohnen, sie sind traurig, betroffen, sie haben dafür gekämpft und es hat aber leider nicht gereicht. Die Schule wird zugesperrt, die Schüleranzahl ist so gering, dass eben eine Klasse nicht mehr weitergeführt werden kann. Das letzte Schulkind wird mit Ende dieses Schuljahres diese Schule verlassen und dann wird zugesperrt. Die Jungen wandern ab, den Arbeitsplätzen nach. Doch noch stärker wirkt sich der Rückgang der Geburten aus. In den ländlichen Regionen kriegen die Frauen inzwischen genauso wenig Kinder wie ihre Geschlechtsgenossinnen in den Städten. Hallo Oma, bin schon da. Elisa Rossegers Großmutter in der Stanz hat noch 2 Kinder. Servus. Ich bin am Land aufgewachsen, habe eine wunderschöne Kindheit gehabt und meine Mutter war immer zu Hause, was mir viel Geborgenheit gegeben hat und ich blicke sehr, sehr gerne zurück an diese Zeit. Elisa Rossegers Mutter war Hausfrau und umsorgte ihre Kinder. Die Mama war in der Früh da, man war im Kindergarten oder in der Schule, die Mama war mittags da, man hat am Nachmittag mit der Mama gelernt, was unternommen. Elisa Rosseger hat noch einen 34-jährigen Bruder
und eine Schwester. Alle 3 Kinder der Rossegers leben mit Partnern, haben aber selbst keinen Nachwuchs. Obwohl Frau Rossegers Rolle als Hausfrau und Mutter in bester Erinnerung ist, als Vorbild wollen oder können die Töchter sie nicht sehen. Elisa Rosseger hat neben dem Geografiestudium einen Job als Büroleiterin bei einem Regionalentwicklungsprojekt gefunden. Frauen haben einen irrsinnigen Druck oder sind in einer Zwangssituation. Eben, wann entscheide ich mich dazu? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ist mein Beruf oder beziehungsweise kann ich dann an die Stelle wieder zurück? In der jetzigen Situation wird es für mich nicht funktionieren, ein Kind zu haben. Elisa lebt mit Christoph zusammen. Doch Kinder sind für die beiden derzeit kein Thema. Vor allem, weil die 27-jährige Elisa erst einmal ihren beruflichen Weg gehen möchte. Ich möchte nicht auf meinen Job verzichten. Möchte ich nicht, ja. Elisa jobbt abends noch zusätzlich als Kellnerin, weil der akademische Job noch nicht viel einbringt. Sie ist erst 27 Jahre jung, aber dennoch skeptisch, ob sie jemals Kinder haben wird. Die Ziele weiten sich natürlich immer mehr aus und sie werden immer von Jahr zu Jahr höher gesetzt. Und wann ist man zufrieden mit der Situation? Ich glaube nicht, dass es den Zeitpunkt gibt, wo man sagt, so und jetzt habe ich das erreicht und jetzt passt das Kind. Kinder kriegen wird bei uns ein immer selteneres Ereignis. Heidrun Flores-Gänger, Gynäkologin im Wiener Donauspital, beobachtet seit Jahren die Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach, wenn man Kinder bekommt, ihnen auch etwas ermöglichen möchte, ihnen was bieten möchte. Und wenn man mehrere Kinder hat, ist das nicht mehr so leicht möglich. Und das könnte ich mir vorstellen, dass eine Überlegung ist, warum man generell nicht mehr so viele Kinder bekommt. Die Ärztin ist selbst Mutter 2 Kinder und hat erlebt, wie schwierig Beruf und Nachwuchs unter einen Hut zu bringen sind. Es gibt schon Kindergärten, aber die haben natürlich nicht solche Öffnungszeiten, wie die Arbeitszeiten sind. Bei mir, es gab einen Kindergarten, der hätte um 6 Uhr aufgemacht, in dem habe ich keinen Platz bekommen, weil einfach viele Interessenten waren. Insofern geht es ohne Kinderfrau oder ohne zusätzliche Hilfen, geht es in Österreich, glaube ich, nicht, dass man voll arbeitet. In den 1960er Jahren bekam eine Frau in Österreich statistisch noch 2,7 Kinder. Heute sind es gerade 1,3. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien. Alle diese Länder haben eine konservative Familienpolitik. Alle diese Länder stellen darauf ab, dass Frauen im Falle von Kindern ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen und sich überwiegend der Kinderbetreuung und der Familie widmen. In allen Ländern, die eine solche Politik verfolgen, ist die Geburtenrate relativ niedrig. Daher kann man sehr wohl den Schluss ziehen, dass es hier einen Zusammenhang zwischen dieser Politik und der Geburtenrate geben könnte. Am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock untersucht Gerda Neier, warum gerade dort, wo die Politik das Bild der traditionellen Familie besonders fördert, die Frauen mit Gebärstreik reagieren. Auch die katholische Kirche versucht, die traditionellen Werte der Familie hochzuhalten. Der Familienbischof kritisiert die streikenden Frauen. Ich glaube, es hängt weitgehend mit den Wertigkeiten und Zielsetzungen, die man fürs Leben sich setzt, zusammen. Wenn jetzt einfach der Beruf bzw. der Wohlstand, Konsum oder auch einfach die persönliche, die persönliche Selbstverwirklichung ein bisschen einseitig verstanden an meinem Empfinden im Vordergrund stehen, dann sind Kinder ein Hindernis. Hier haben wir einen Unterschenkel mit den beiden Unterschenkelknochen sichtbar. Sie sehen hier das Herz,
Ja, da Halswirbelsäule sieht durch eine rhythmische Bewegung über den Bauch. Die 28-jährige Helga Höfler und der 42-jährige Mann Juri haben sich zu einem Kind entschlossen. Das Köpfchen unten, die Wirbelsäule auf der linken Seite, das ist die sogenannte erste Schädellage. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass, da ich schon ein bisschen älter bin, ich eher der Drängende war und meine Frau eigentlich zuerst einmal im Beruf Fuß fassen wollte, bevor wir unser erstes Kind bekommen, und das ist jetzt super gelungen und insofern ist der Zeitpunkt gut für uns. So, das kriegt gleich der Papa. Danke sehr. Es wird sich natürlich vieles ändern, nicht? Und das sind schon viele Gedanken und viele Unsicherheiten, die jetzt momentan so durch meinen Kopf gehen. Ja, beruflich, auch die Wohnsituation natürlich. Ja, das sind natürlich Dinge, die jetzt alle momentan mich sehr stark beschäftigen und uns beschäftigen. Ja. Die junge Psychologin stammt auch aus der Stanz im Mürztal. Juri Höfler kommt aus Graz und ist Religionslehrer. Sie haben sich gegen den Trend für ein Kind entschieden. Aber der Interpretation des Bischofs, die falschen Wertigkeiten der Frauen seien für den Gebärstreik verantwortlich, stehen sie skeptisch gegenüber. Ich denke, dass viele Frauen Bedenken haben, dass Beruf und Kindererziehung, dass das miteinander vereinbaren können und deshalb vielleicht einfach der Trend dahingehend geht, gleich zu sagen, na, dann lieber gar kein Kind. Und natürlich finanzielle Aspekte werden sicher eine große Rolle spielen. Also einfach zu sagen, ich kann mir jetzt kein Kind leisten in der heutigen Zeit. Aber bei uns halten die Politik und auch die katholische Kirche das Bild der Frau aufrecht, die als Mutter hauptsächlich den Kindern zu dienen hat. Es gibt ein Zusammenspiel zwischen wirtschaftlichen Einflüssen, kulturellen Bedingungen, aber eben auch institutionellen und politischen Bedingungen, die immer mehr eine Rolle spielen. Wenn man sich die Verläufe der Geburtenraten in den europäischen Ländern anschaut, dann haben heute jene Länder die höchsten Geburtenraten, die in Frauenerwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Geschlechtergleichheit investiert haben. Das heißt, man kann daher sehr wohl annehmen, dass diese Politikrichtungen und wie diese Politiken gestaltet sind, entscheidend dafür sind, ob ein Land viele oder wenige Kinder hat. In Dänemark sanken vor 15 Jahren die Geburtenraten ähnlich wie bei uns. Dann hat die Politik die Voraussetzungen geändert. Elisabeth und Thorsten Karl und Sörensen im Städtchen Kolding haben 2 kleine Kinder und dennoch sind beide voll berufstätig. Elisabeth stammt aus Österreich, sie kennt die Unterschiede. Irgendwie erleichtert die Art und Weise, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, und das Arbeiten gehen gleichzeitig mit dem Kinderbekommen, und die Kinder sind geschätzte Teilnehmer in der Gesellschaft. Seit sie 7 Monate alt sind, gehen Tochter und Sohn in die dänische Kinderkrippe. Und die hat mit einer Aufbewahrungsanstalt gar nichts zu tun. Mit einer Betreuerin für 3 Kinder gibt es hier 3-mal so viele gut ausgebildete Pädagoginnen wie in Österreich. Noch 1990 war in Dänemark die Geburtenrate ähnlich niedrig wie bei uns. Doch dem dänischen Staat ist heute mit 1,2% des Bruttoinlandsproduktes die Kinderbetreuung 4-mal mehr wert als dem österreichischen. So erleichtert es uns schon das Leben, dass wir eine Kinderkrippe haben. Ja, das schon. Aber es hat auch einen Vorteil für die Kinder, weil sie eben von Anfang an ein Teil eines sozialen Zusammenspiels sind und nicht nur bei der Mutter zu Hause sind. Dass Kleinkinder nur mit einer Bezugsperson zurechtkämen und gar nicht fähig wären, mit den Gleichaltrigen sozialen Kontakt aufzunehmen, entpuppt sich hier als Vorurteil. Natürlich können sie nicht miteinander sprechen, so wie wir das tun, aber sie kommunizieren mit ihren Augen, den Händen. Sie beobachten die anderen Kinder und lernen sehr viel dabei. Sie kommunizieren mit Tönen und Blicken.
Während des Essens unterhalten sie sich darüber, wer in die Gruppe kommt und wer heute nicht da ist. Die Kinder sind erst 1,5 Jahre alt und wissen bereits, wer in der Gruppe heute fehlt, wer krank ist. Also sie kommunizieren schon sehr früh miteinander und realisieren, dass sie viel lernen können. Erkenntnisse, die sich offenbar noch nicht bis nach Österreich durchgesprochen haben. Es ist halt besser, die Widmung durch die Eltern und irgendwo auch, dass die Bezugsperson immer wieder eine oder zwei sind und nicht so viele. Wir wissen heute besser denn je, dass ein Kind, das die Zuwendung der Eltern hat, die Mutter in den ersten Jahren ist da sicherlich ganz im Vordergrund, aber auch der Vater ist wichtig, bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben, sogar intellektuell, das heißt, sie lernen sogar besser. Jedenfalls schneiden in den Ländern mit gut ausgebauter Kleinkinderbetreuung die Kids auch bei den PISA-Tests wesentlich besser ab. Wenn ich an meine eigene Jugend in Österreich denke, dann ist da kein Zweifel. Das, was sie hier in der Kinderkrippe schon anfangen zu lernen, dieses Zusammenarbeiten, dieses soziale Zusammensein, dieses selbstständige Denken, dieses ein Individuum sein, weil sie das sein dürfen. Man hat vielleicht etwas stärkere Grenzen in Österreich. Man erzieht auf eine andere Art und Weise, als man das in Dänemark tut. Auch die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit und Kinderbetreuung hat sich in Dänemark geändert. Elisabeth und Thorsten Karl und Sørensen teilen sich die Arbeit. Und wenn ein Sprössling krank ist, bleibt auch mal der Vater zu Hause. Ich weiß nur, dass in Dänemark der Mann sehr am Familienleben beteiligt ist. Irrsinnig. Und es ist eine Aufgabe für beide. Man teilt sich die Sache. Also man hat zu zweit eine Familie in die Welt gesetzt und man teilt sich zu zweit die Aufgaben, die das mit sich bringt. Es ist einfach selbstverständlich, dass Elisabeth Karl und Sørensen ganztags als Lehrerin und Übersetzerin arbeitet. 2/3 der Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren werden in Dänemark in den Krippen betreut. Bei uns sind es gerade 7%. In Österreich gibt es nach wie vor in Bezug auf Kinderlosigkeit oder die Gesamtzahl der Kinder, die Frauen haben, einen sehr großen Unterschied zwischen jenen, die eine sogenannte geringere Bildung haben und jene, die eine hohe Bildung haben. Wobei hoch in Österreich schon bedeutet, eine Matura zu haben. Das heißt, Frauen, die eine Matura oder höhere Ausbildung haben, sind wesentlich häufiger kinderlos als Frauen, die keine Matura haben und keine Universitätsausbildung haben. In den nordischen Ländern, in Dänemark zum Beispiel oder in Schweden, finden wir diesen Unterschied gar nicht mehr. Frauen mit höherer Bildung entscheiden sich in Österreich zunehmend für die gleichberechtigte gesellschaftliche Position durch den Beruf und damit gegen eigene Kinder. Ich denke, dass ich diesen beruflichen Weg, wie ich ihn gegangen bin, dass ich den in dieser Form mit Kindern hätte nicht gehen können. Johanna Rachinger hat es bis zur Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek gebracht. Als Mutter wäre dieser Aufstieg für sie kaum möglich gewesen. Wenn man heute sagt, dass die Gesellschaft eine gewisse Verantwortung auch trägt, dass wir ein kinderfreundliches Klima in diesem Land haben, dann sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch in einem großen Maße gefordert. Also ich bin überzeugt davon, dass Unternehmen etwas dazu beitragen können, dass Väter, dass Mütter, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, bessere Bedingungen vorfinden. Ich denke schon, dass natürlich flexiblere Arbeitszeitmodelle hier auch den Familien, und ich spreche hier explizit nicht von den Müttern, sondern ich spreche von den Vätern und den Müttern, entgegenkommen würden. Heute haben wir es so, dass sehr viele Frauen in Teilzeitarbeit sind, sehr viele Frauen in geringfügig beschäftigten Angestelltenverhältnissen sind, aber es ist natürlich auch so, dass sich das letztendlich auf die weibliche
Altersarmut auswirkt. Diese Frauen haben zu wenig Pensionszeiten und wenn man sich heute ältere Frauen anschaut, die in Pension sind und das vergleicht mit den Pensionen der Männer, dann kann man hier ganz klar sehen, dass die Armut im Alter wirklich weiblich ist. Und um dem zu begegnen, muss es im Interesse sein, dass die Frauen möglichst rasch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren oder dass sie sich diese Möglichkeit einer flexiblen Arbeitseinteilung mit ihren Partnern, mit den Vätern der Kinder aufteilen. Auch Julia Julen ist im Beruf erfolgreich. Die 34-jährige Ökonomin gibt als Unternehmensberaterin manchen Betrieben wichtige Impulse und reist viel. Es ist sich bis jetzt irgendwie nicht ausgegangen in meinem Leben. Es waren so Dinge, die ich noch ohne Kinder erleben wollte oder machen wollte. Und ja, also ich habe mich bis jetzt auch immer dagegen entschieden. Es sind nicht nur die fehlenden Einrichtungen zur guten Betreuung der Kleinkinder. Die Gesellschaft erwartet, dass junge Mütter zu Hause bleiben. Ich meine, ich kenne viele Männer, die in Spitzenfunktionen sind, die ganz offen sagen, dass sie leider, und sie bedauern das auch immer wieder, ganz wenig Zeit für ihre Kinder haben und dass sie sehr glücklich darüber sind, dass es zu Hause eine Frau gibt, die ihnen diese Verantwortung und diese Last abnimmt. Ich kenne ganz wenige Frauen, die in Spitzenpositionen sind, die das in der umgekehrten Form so sagen könnten, dass sie sagen, sie sind dankbar, dass sie zu Hause einen Mann haben, der ihnen das alles abnimmt, der die Verantwortung für die Kinder übernimmt. Aber ich kenne sehr viele Frauen in Spitzenpositionen, die kinderlos sind, weil einfach dieses Umdenken in dieser Gesellschaft in der Form noch nicht stattgefunden hat, wie das wünschenswert wäre. Julia Julen lebt allein. Eine von 10 Frauen im Alter von 30 bis 40 Jahren lebt in dieser Lebensform. Das ist einfach ein Lebensthema von mir, ist eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, ja, eine Selbstbestimmtheit zu haben, eine finanzielle Unabhängigkeit, auf eigenen Beinen stehen zu können. Das war auch für mich so ein Antrieb für meine berufliche Weiterentwicklung. Ich wollte einfach nie abhängig von jemandem anderen sein und für mich war einfach das Thema Kinder damit verbunden, sich auch in eine gewisse finanzielle, materielle, aber auch emotionale Abhängigkeit von jemandem zu begeben und einfach auch sehr angewiesen zu sein. Julias Schwester Caro hat einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Während der Ausbildung zur Psychologin hat sie sich für Kinder entschieden und damit auch gegen die Karriere. Wir hatten genau den umgekehrten Lebensentwurf. Meine Schwester hat immer gesagt, für sie ist das Wichtigste, Kinder zu haben. Das ist für sie der Schritt, den sie machen will, bevor sie sich um das Berufliche kümmern kann. Sie könnte sich nicht auf einen Job oder eine Karriere konzentrieren, wenn sie keine Kinder hätte. Das war für sie einfach die Priorität Nummer 1 und sie hat auch so gelebt. Sie hat Kinder bekommen und jetzt baut sie ihren Beruf auf. Hat ja zwischendurch auch immer wieder was gemacht, aber im Grunde genommen hat sie sich sehr auf die Kinder konzentriert. Sozusagen zuerst die Kinder, dann der Job und bei mir war es eigentlich umgekehrt. 2 Kinder mit dem ersten Mann, dann die Scheidung, mit dem neuen Partner wieder 2 Kinder. Caro Julen ist ein Familienmensch. Aber leicht ist ihr der Lebensweg bisher nicht gefallen. Ich glaube, woran es liegt, ist, dass so ein irrsinniger Druck auf dem Kindererziehen liegt und am Kinderaufziehen. Die Ansprüche sind einfach komplett absurd, was Eltern und Mütter überhaupt leisten müssen. Wenn man nur mit den Kindern zu Hause ist, also eben nur mit den Kindern, ist das irgendwie sowieso fragwürdig, unambitioniert, trutschig, ich weiß nicht was, reaktionär, keine Ahnung. Wenn du 4 Kinder hast, gehen sie davon aus, okay, Powerfrau und wo ist der super Job? Weil das kann es ja nicht sein, 4 Kinder, was, wenn die Kinder groß sind, oder? Wenn du einen super Job hast und Kinder hast, dann ist ganz klar, dass die Kinder irgendeinen Schaden haben müssen.
Caro Julens Partner hilft mit, soweit es seine Arbeitszeiten zulassen. Für Caro selbst war ein Fulltime-Job nie erstrebenswert. Ich hätte mir in den letzten 15 Jahren nie vorstellen können, 40 Stunden zu arbeiten. Solange ich es finanziell anders schaffe, will ich es nicht. Ich wollte es nie. Von den rund 900.000 Paaren in Österreich haben gerade einmal 40.000 4 oder mehr Kinder. Caro Julens Lebensweg ist recht selten geworden. Mit 4 Kindern wird eine Trennung vom Partner eine schwerwiegende Belastung. Bitte nächstes Stück. Ich glaube nur, also wenn ich länger alleinerziehend gewesen wäre, wäre es mir sehr schwer gefallen. Mit meinen beiden Söhnen allein zu bleiben, ohne dass ein Mann im Haus ist, ohne dass noch jemand mithilft, ohne dass ich einen Partner habe. Ja, ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich nicht durchgedreht, aber ich hätte es nicht sehr lebenswert gefunden. Zurück in Dänemark. Louise Brückner-Vive ist Alleinerzieherin und kann dennoch ihren Ganztagsjob als Psychologin behalten. Sie leitet ein Team von klinischen Psychologen in Krankenhäusern und untersucht auch Straftäter. Wie sie die 40 Arbeitsstunden über die Woche verteilt, kann sie selbst bestimmen. So the wildest one is this one. Ich kann mir die Arbeitszeiten selbst einteilen. Ich muss nicht zum Chef gehen und ihm sagen, am Dienstag muss ich früher gehen. Das ist ein Privileg meiner Arbeit. Die Arbeit muss um meine Tochter herum organisiert werden. Und ich brauche immer wieder Freunde, die mir beim Abholen oder Hinbringen helfen. Es ist ein sehr strukturiertes Leben, aber es wäre unmöglich, wenn sie nicht im Kindergarten wäre. So it's a very structured life, but it would be impossible without her being in the kindergarten. Immerhin 16% der Pädagogen in den Kindergärten sind Männer. In Österreich sind es gerade 0,8%. In Österreich sind die Geldleistungen für Familien vergleichsweise hoch, doch in Dänemark wird 4-mal mehr Geld in gute Betreuung investiert. Manchmal denke ich, ich müsste eigentlich mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. Andererseits sind die Dinge, die sie im Kindergarten lernt, extrem wichtig für den Sozialisierungsprozess ihres restlichen Lebens. Die Leute im Kindergarten arbeiten sehr professionell und sie wissen, wie sie mit ihr umgehen müssen. Ich habe nicht denselben Ideenreichtum wie die Mitarbeiter dort, die ihre Arbeit sehr gut machen, also können sie das ruhig tun. In den Städten gibt es inzwischen auch in Österreich Betreuungseinrichtungen für 1- bis 3-jährige Kleinkinder, aber bei weitem nicht genug. Und nur manche private Initiativen wie die Baby-Oase in Wien haben ähnlich viel Personal wie in Dänemark. Viele befürchten, dass solche Einrichtungen nicht gleichermaßen finanziert werden, wenn ab Herbst der Staat die Kosten für die Kinderbetreuung übernimmt. Wir versuchen halt wirklich zu schauen, wo die Kinder gerade stehen, und wenn ein Kind ein bisschen mehr Bedürfnisse hat, gerade aus irgendwelchen Gründen, dass wir halt dann auf dieses Kind besonders gut eingehen, und das geht dann schwer, wenn ich nur zu zweit bin. Doch manchen sind solche Betreuungseinrichtungen immer noch generell ein Dorn im Auge. Die Familie ist nicht ersetzbar. Ich bin sehr traurig, wenn ich bedenke, dass wir in der, sagen wir jetzt, kapitalistischen Welt nachmachen, mit vielleicht etwas anderen Vorzeichen, was in den kommunistischen Ländern ideologisch begründet getan wurde. Das hat man ja den Familien, den Ehepaaren, die Kinder sehr früh weggenommen, weil man gesagt hat, alle müssen da in der Gesellschaft ihre Arbeitskraft einbringen, und gut geschulte Pädagogen machen das sowieso viel besser als die Eltern, die sollen möglichst bald wieder an der Maschine stehen oder eben ihre Arbeit wahrnehmen. Das hat zu ganz großen Schäden geführt. Das wissen wir. Wir haben die ganzen Straßenkinder in mehreren östlichen Ländern, in westlichen Ländern gibt es das auch, aber mit schwersten Schädigungen. Ja, wenn, so 56 oder 62. Was hat man das schon angeschaut? Ja,
Das ist ein Liebscher. Wie heißt du? Wer bist du? Da ist sogar Batschel dabei. Helga und Juri Höfler bereiten sich auf ihr erstes Kind vor. Ein Seepferdchen. Die Befürchtungen ihres Bischofs teilen sie nicht. Ja, es ist halt wärmer, nicht? Wir hätten keine Bedenken, jetzt ein Kind wirklich einer Einrichtung zu geben. Es ist aber schon unser Ziel, möglichst viel der Erziehungsarbeit selbst zu leisten. Und auch durchaus auch der Aufsichtsarbeit, dass unser Kind so viel Zeit wie möglich bei uns verbringen kann. Entweder bei dir, bei mir oder eben gemeinsam bei uns. Doch die Diskussion bleibt theoretisch, denn in der Stanz im Mürztal, wo die beiden sich niederlassen wollen, gibt es gar keine Betreuungseinrichtung für 1- bis 3-jährige Kleinkinder. Und der Kindergarten für die 3- bis 6-Jährigen hat nur halbtags offen. Beruflich gesehen, glaube ich, wird die Veränderung dahingehend sein, dass ich natürlich jetzt die erste Zeit einmal gar nicht arbeiten werde, aber dann schon wieder einsteigen möchte in einen Beruf. Also noch nicht zu viel am Anfang, aber stundenweise. Ich glaube, hier hat Österreich sicherlich noch relativ viel nachzuholen. Die Politik ist nach wie vor darauf ausgerichtet, soziale Unterschiede zu erhalten. Sei es soziale Unterschiede zwischen unterschiedlichen Gruppen, soziale Unterschiede zwischen Migrantinnen und Nichtmigrantinnen oder auch Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, eine langfristige Politik, die darauf abzielt, solche sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und Geschlechterunterschiede aufzuheben, kann eine erfolgreiche Politik sein, auch in Bezug auf die Geburtenzahlen und Geburtenraten in einem Land. Helga und Juri Höflers Lebensentwurf trotzt dem Trend. Und Helga muss dafür ihren Beruf opfern, zumindest eine Zeit lang. Denn es fehlt fast überall an geeigneten Betreuungseinrichtungen. Beide wissen, die Modelle der Zukunft müssen anders sein. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche ist, dieses Idealbild, das ich vorher geschildert habe, nicht als einzigen selig machenden, alleinigen Weg vom christlichen Bahn im 21. Jahrhundert zu sehen. Es ist eine ganz große pastorale Herausforderung. Wie gehe ich eben mit Patchwork-Familien um? Wie gehe ich mit anderen Paarstrukturen, Lebensgemeinschaften um? Wie kann ich denen zeigen und zu sagen, die Botschaft des Christentums hat auch für euer Leben eine zentrale Bedeutung.